Ja, mein Name ist Silke Donnermeier. Ich bin Leiterin des Amts für Schule und Bildung in der Stadt Freiburg, also quasi der Schulträger der Stadt Freiburg. Und studiert habe ich nicht Verwaltung, sondern was ganz anderes. Ich habe Staatsexamen Lehramt studiert in Baden-Württemberg mit den Fächern zunächst Biologie und Geografie. Habe dann nach der Zwischenprüfung, hieß es damals noch, Englisch dazu genommen, weil ich gerne ein drittes Fach wollte, was die Kinder auch 4-stündig haben und nicht nur 2-stündig. Und da ich Hilfskraft beim Institut für Erziehungswissenschaften war, habe ich auch das noch abgeschlossen. Also ich habe auch ein Staatsexamen in Erziehungswissenschaften. In der Schule im Abitur 2 Naturwissenschaften als damals Leistungskurse gehabt, Biologie und Chemie, und habe das sehr gerne gemacht. Also ich war immer schon interessiert im Bereich Biologie und die Chemie war eine zusätzliche Herausforderung. Wir hatten einen tollen Lehrer, der uns auf eine gute Art und Weise gefordert hat. Das hat mir viel Spaß gemacht und ich habe lange gedacht, ich möchte gerne im Bereich Naturwissenschaften berufstätig werden. Umweltwissenschaften war damals so mein Ziel und ich habe nach dem Abitur Praktika gemacht in diesem Bereich. 2 Stück. Das zweite war bei der BASF und danach habe ich gemerkt, nee, mir fehlen die Menschen in dem Bereich. Also ich habe viel Jugendarbeit gemacht in meiner Schulzeit und mir haben Kinder, der Bezug zu Menschen und so weiter gefehlt. Und dann war die Überlegung, Lehramt zu studieren mit Naturwissenschaften. Ja. Und das habe ich dann auch gemacht und es ist gut aufgegangen. Naja, eigentlich bin ich ja immer noch beim Thema Schule, nur aus anderer Perspektive jetzt. Ich habe angefangen als Lehrerin an der Schule und ich hatte eben schon gesagt, ich habe auch Erziehungswissenschaften studiert und bin dann über diese Qualifikation ziemlich schnell in die Lehrkräfteausbildung gekommen. Also Referendarsausbildung, habe dort lange Pädagogik und pädagogische Psychologie auch unterrichtet, war Bereichsleiterin am Seminar und als Bereichsleiterin hatte ich auch schon einen Teil Verwaltung. Also ich war in der Lehre, Pädagogik, pädagogische Psychologie. Ich war weiterhin Lehrerin an der Schule, hier im Wesentlichen im Fach Biologie, das ist mein Leib- und Magenfach. Dann habe ich die Leitung der ZSL-Regionalstelle in Freiburg übernommen, habe die Regionalstelle aufgebaut für 2 Jahre und hatte dann die Chance, zum Schulträger zur Stadt Freiburg zu wechseln und habe gedacht, ja, das ist einfach nochmal eine ganz spannende, ganz andere Aufgabe, Schule von einer anderen Seite, von Schulträgerseite betrachten, und das hat mich sehr gereizt. Und dann habe ich mich beworben. Erstmal natürlich deutlich anders als Lehrkraft. Ich habe mittlerweile, ich sag mal, einen ganz normalen Büroalltag. Ich habe natürlich viele Termine, viele Außentermine. Da geht es darum, Schulen zu besuchen oder mit Schulleitungen in Kontakt zu sein, aber auch mit anderen Ämtern hier im Haus oder Kooperationspartnern, die in irgendeiner Form mit dem Schulträger zusammenarbeiten. Da gibt es sehr viele in der Stadt. Also von dem Thema Übergang Schule, Beruf bis zur Schulkindbetreuung oder Ganztagsschule, freie Träger, die da mit drin sind und so weiter, haben wir sehr viele Partner, mit denen wir zusammenarbeiten. Digitalisierung ist ein wichtiges Thema für uns in Freiburg. Ich glaube, in allen Städten, wie kriegen wir die Schulen sehr gut angebunden und ausgestattet und sind da in einem sehr intensiven Prozess. Im Bereich der beruflichen Schulen ist es die regionale Schulentwicklung, dass man schaut, welche Schularten haben wir wo konzentriert und wie setzen wir sie zusammen, wie sind wir mit den Schulleitungen in Kontakt und entwickeln diese Schulen auch gemeinsam weiter. Das Thema Ganztag beschäftigt uns sehr. Wir haben 2026 in den Grundschulen und in den SBBZ den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung. Wie können wir das in Freiburg umsetzen, sodass es flächendeckend gewährleistet ist? Welche Qualitätsansprüche haben wir an den Ganztag? Wie können wir hier mit den anderen Akteuren, die auch beteiligt sind, gut zusammenarbeiten und uns sehr gut auf diesen Rechtsanspruch vorbereiten? Also ich vertrete diese Themen in Gesprächen mit der Bürgermeisterin. Wir entwickeln gemeinsam in Gesprächen Ideen, wie wir Dinge in die Breite bekommen, wie wir sie in die Politik bekommen, wie man es formuliert, so dass es verständlich ist. Also von daher sind es viele Gespräche oder es ist auch Schreibtischarbeit, Dinge formulieren, ganz einfach, und Drucksachen gegenlesen, die hier im Hause geschrieben werden, die dann ans Dezernat gehen. Drucksachen sind eben die Papiere, die an den Gemeinderat gehen, um Beschlüsse zu fassen. Zunächst mal in der Schule alles Mögliche ausprobieren, sich engagieren,
Fahrten mitmachen, Austausche mitmachen, alles Mögliche, was so da ist, was man machen kann, um möglichst breiten Einblick in das Berufsfeld Schule zunächst mal zu haben. Und dann der Schritt raus. Also es gibt immer ganz viel neu zu lernen, das macht mir auch Freude, das sind auch Herausforderungen für mich, viel Neues zu lernen, und gleichzeitig bringe ich halt diesen Teil mit, und der ist, glaube ich, nicht so leicht lernbar. Also den kann ich mir nicht gut aneignen in einer anderen Tätigkeit, den muss man erfahren in der Schule, und von daher wäre das meine wichtigste Empfehlung.